Bayern. Seit 34 Jahren mein Zuhause. Quasi mein sicherer Hafen. Doch wie jeden Abenteurer zieht es mich aus diesem Hafen immer wieder in die Welt hinaus. Auf der Suche nach den besten Trails. Die Leidenschaft fürs Radfahren wurde mir förmlich in die Wiege gelegt. Und deshalb sitze ich heute auch auf genau dem Rad, das mich mein Leben lang begleitet hat. Das Rennrad meiner Mutter. Älter als ich, fast 40 Jahre, hat dieses Chilo Swiss schon auf dem Buckel. Es fühlt sich an wie Ironie des Schicksals, dass ich heute für genau diese Marke als Markenbotschafter aufs Bike steige. Und da schließt sich der Kreis, wie so oft im Leben. Denn Chilo galt eigentlich schon fast als vergessen und erlebt jetzt seine Wiedergeburt, genau wie der Phönix aus der Asche. Und in dieser Wiedergeburt liegt ein besonderer Zauber. Denn obwohl Chilo auf fast 100 Jahre Tradition zurückblickt, erfindet sich die Marke neu. Von der Rennradmarke hin zur E-Mountainbike-Brand. Das kommt mir gelegen, denn auch ich habe mich nicht zum Rennradfahrer entwickelt, obwohl mich das Chilo meiner Mutter mein Leben lang begleitet hat. Ich bin eben Mountainbiker geworden, wie man unschwer erkennen kann. Und damit beginnt unsere gemeinsame Reise. Der Startpunkt unserer Tour ist das Ortszentrum von Visp. Von hier aus geht es für uns 711 Höhenmeter nach oben, in die Bilderbuchlandschaft des kleinen Bergdorfs Vispa Terminen. Spürt ihr ihn? Diesen besonderen Rhythmus, der hier überall in der Luft liegt? Das ist der Herzschlag der Schweiz. Eine Kraft, die aus Ruhe entsteht, aus Verbundenheit und aus dem Mut, Neues zu wagen, ohne Altes zu vergessen. Hier, wo Tradition und Moderne miteinander verschmelzen, feiern wir eine Wiedergeburt. Die Wiedergeburt der Traditionsmarke Chilo. Hier in der Schweiz auf den Spuren meines Sponsors Chilo zu wandeln, fühlt sich an wie ein Riesenabenteuer. Und da jedes Abenteuer am schönsten in Gesellschaft ist, habe ich mir Gesellschaft gesucht. Florina und Leo leisten mir Gesellschaft. Die beiden Schweizer leben im Berner Oberland, kennen sich hier im Wallis aber mindestens genauso gut aus wie am Thuner See. Hier im Wallis soll es einen super Trail geben, der wie der Phönix aus der Asche zu neuem Leben erwacht ist. Genau wie die Marke Chilo. Und diesen Trail, den wollen wir jetzt gemeinsam suchen. Es ist wahrscheinlich nicht zu überhören, der Wind, der pfeift hier oben ganz gehörig. Wir sind immer noch weit über dem Eingang zum offiziell gebauten Trail. Unten tauchen wir dann in den Wald ein, da wird es dann sicherlich etwas ruhiger. Allerdings muss man dazu sagen, dass es ein ganz junger Wald ist, denn vor, ich glaube, knapp 10 Jahren hat es hier einen Waldbrand gehabt. Ja, genau. Vor rund einem Jahrzehnt ist eigentlich diese ganze Flanke hier, die wir da sehen, ist komplett abgebrannt. Die Wege mussten gesperrt werden und ja, das sind noch die Überbleibsel. Jetzt habt ihr dem Hang ja eine neue Nutzung quasi zugewiesen. Ihr habt ja letztes oder vorletztes Jahr einen neuen Trail gebaut. Genau, wir hatten letzten Frühling im unteren Abschnitt einen alten Wanderweg reaktivieren dürfen und dann einen Bike Trail rausgebaut. Leo, was erwartet uns, wenn wir jetzt gleich zum Eingang des Trails kommen? Ein naturbelassener Single Trail, hat aber sicher 1, 2 oder 3 gebaute Anliegerkurven und Elemente. Auch vereinzelt mal ein kleiner Sprung, aber nicht jetzt ein Flow Trail, ist eher ein flowiger Single Trail. Schauen wir uns mal an, was ihr da gebaut habt. Der Phoenix Trail ist ein 2,5 Kilometer langer Single Trail, der mit durchschnittlich 15% Gefälle 500 Tiefenmeter ins Tal führt. So, wenn wir jetzt am Trail stehen, wer fährt vor? Ich würde sagen, wir machen Schnick, Schnack, Schnuck. Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Na dann, ab geht die Post. Auch wenn der Trail speziell für Biker angelegt wurde, so hat er seinen natürlichen Charakter behalten. Anliegerkurven und kleine Sprünge wechseln sich ab mit Steinfeldern, engen Switchbacks und sandüberzogenen Schrägwurzeln.
Das Wallis ist eine Goldgrube für Single-Trail-Biker. Doch der Phoenix Trail sticht heraus. Ein Muss für Trail-Liebhaber. Und die Geschichte hinter dem Trail, die geht echt unter die Haut. Ein Wald brennt nieder. Alles scheint weg. Aber die Natur, die kommt zurück. Und mit ihr wir Biker. 13 Jahre später steht hier ein Trail, der zeigt, was möglich ist. Wenn man anpackt, wenn man an etwas glaubt und wenn man zusammenarbeitet. Und ganz ehrlich, das erinnert mich an Chilo. Das ist das Ergebnis, wenn Tradition und Innovation verschmelzen. Typisch Schweiz. Fühlt sich gut an, bei so einem Neuanfang dabei zu sein. Swiss Sportsmanship, das ist nicht nur ein Schlagwort. Das ist Haltung, das ist Gemeinschaft. Und das ist genau das, wofür Chilo steht. Ich bin Maxi Dickehoff und ich freue mich riesig, Chilo auf diesem Weg zu begleiten. Ganz abgesehen davon, dass sich mein neues Kiano auf so starken Trails einfach verdammt gut anfühlt. Wenn euch unser kleines Abenteuer gefallen hat, dann bleibt doch dran. Hier auf dem Chilo YouTube-Kanal und natürlich auf dem Supertrails YouTube-Kanal. Alle Stories, die gibt's auf chilo-ebikes.com und bei supertrails.bike. Bis zum nächsten Mal.